meine Lieben, heute zeige ich euch an meinem Video W639, wie man das Axialgelenk und den Spulstangkopf wechselt. Viel Spaß! Warum wechsle ich die Teile? Wie man sieht, war ich bei der Hauptuntersuchung und habe die Plakette auch bekommen. Nur mir wurden geringe Mengen aufgeschrieben. Die da wären: Lenkübertragungsteile Spulstange rechts, Innengelenk mit beginnendem Spiel. Lenkübertragungsteile Spulstangkopf vorn rechts, außen mit beginnendem Spiel. So, und da ich bei der Lenkung gar keinen Spaß verstehe, mache ich die Teile sofort neu. Warum ich das beim Fahren nicht bemerkt habe, erkläre ich euch, wenn ich die Teile ausgebaut habe. Los geht's! So, das Rad ist schon ab. Wie das geht, brauche ich euch ja nicht mehr zu zeigen. Das allererste, was man machen sollte, ist das Gewinde vom Spulstangkopf und vom Axialgelenk mit der Drahtbürste schön sauber machen. Und ordentlich Rostlöser draufsprühen. Das Ganze auch eine Weile einwirken lassen. Je länger, umso besser. Als nächstes löse ich die Kontermutter hier. Die hat eine Schlüsselweite von 24 mm. Das kann man mit einem Maulschlüssel machen, aber der greift nur an 2 Punkten. Ich mache das mit so einem Handfußsteckschlüssel. Der greift an 5 Punkten. Und so ist die Gefahr geringer, die Mutter rund zu machen. Und der Vorteil ist, dass ich den Drehmomentschlüssel auch ansetzen kann, um später die Mutter mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen. Die Mutter muss im Uhrzeigersinn gedreht werden. Nur ein Stück lösen reicht. Was auch nicht ganz unwichtig ist, den Spulstangkopf vorher zu vergleichen, ob der auch passt, bevor man alles auseinander nimmt. Ich habe schon mal gehabt, dass die verkehrte Seite geliefert wurde und dann steht man da. Aber der passt. Das Axialgelenk ist für beide Seiten gleich. Ich habe den Komplettsatz von Febi gekauft, da ist alles mit dabei. Auch die neue Kontermutter, die man laut Mercedes erneuern soll. Als nächstes kommt der Spulstangkopf ab. Dafür schraubt man die Mutter mit einer 21er Nuss ab. Falls sich der Bolzen mitdrehen sollte, kann man mit einem 5er Imbus hier gegenhalten. Oder man drückt mit einem Wagen- oder Getriebeheber hier unten gegen. Dann geht's auch. Das gleiche gilt auch beim Festziehen. Jetzt gibt es die verschiedensten Methoden, den Spulstangkopf hier rauszubekommen. Man kann wie ein Bekloppter mit dem Hammer hier auf den Achsschenkel kloppen. Das ist mitunter die schlechteste Methode für den Achsschenkel und alles andere drumherum, wenn man daneben schlägt. Die nächste Möglichkeit ist so eine Spreizgabel. Die haut man so dazwischen und treibt so den Spulstangkopf raus. Und dann gibt es noch den Kugelgelenkabzieher. Das ist noch die sanfteste Methode und die nehme ich heute. Das untere Teil kommt unter den Achsschenkel. Und das obere Teil auf den Bolzen. Jetzt braucht man nur noch mit dem 17er Schlüssel hier drehen. Der obere Arm drückt den Bolzen nach unten durch. Manchmal sitzt er so fest, dann hilft es, mit dem Hammer hier auf den Achsschenkel rauf zu kloppen. Dann gibt es meistens einen großen Knall und der Spulstangkopf fällt unten durch. Alter Schwede, der war aber hartnäckig. Der Abzieher ist fast 2 Meter weit geflogen. Jetzt kann man den Spulstangkopf abdrehen. Ich zähle mal mit, wie viele Umdrehungen ich gebraucht habe, um den abzudrehen. Dann drehe ich den neuen mit genauso vielen Umdrehungen wieder drauf. Das erspart jetzt keine Achsvermessung. Aber der Wagen läuft mit der Methode nicht ganz so aus der Spur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Als nächstes kommt die Kontermutter ab. Die braucht man einfach nur runterdrehen. Und die Lenkmanschette.
Dafür muss man die Schelle zusammendrücken und nach vorne ziehen. Hier hinten ist eine Einwegschelle. Die muss man entweder hier oben durchschneiden oder von der Seite aushaken. Die Lenkmanschette sollte man auf Risse und Beschädigungen prüfen. Wenn die in Ordnung ist, sauber machen und später wieder einbauen. Nun noch das Axialgelenk ausbauen. Ich mache das mit einem Axialgelenkschlüssel, das geht am besten. Wenn man sowas nicht hat, geht auch ein 41er Maulschlüssel. Aber damit geht es sehr mühsam. Hier sind die alten Teile und hier die neuen. Bei den alten kann ich alles ganz leicht bewegen. Da ist auch schon überall ein bisschen Spiel drin. Die neuen Teile kriegt man nicht bewegt. Da rührt sich nichts. Aber so summiert sich das. Da ist hier ein bisschen Spiel vorhanden und hier auch. Und zusammen ergibt das ein leichtes Spiel, weshalb mir der TÜV-Prüfer den Geringmangel aufgeschrieben hat. So, jetzt baue ich das neue Gelumpe wieder ein. Zuerst das neue Axialgelenk rein. Das wird mit 110 Nm an der Lenkstange festgezogen. Jetzt kommt die Lenkmanschette wieder drauf. Nur noch ein Hinweis für die Superexperten. Die Lenkstange wird nicht geschmiert, geölt, gefettet, noch sonst was. Die muss nur schön sauber sein. Die große Schelle kommt hinten drauf. Ich habe jetzt eine Schraubschelle genommen. Die kann man wenigstens wieder abmachen, wenn was ist. Die kleine vorne wieder drauf. Zuerst die neue Kontermutter drauf. Die soll laut Mercedes immer erneuert werden. Dann den Spurstangkopf 19 Umdrehungen draufschrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Den Spurstangkopf in den Achsschenkel. Die neue Mutter drauf. Die wird mit 50 Newtonmeter und 60 Grad Drehwinkel festgezogen. Wenn sich der Bolzen mitdreht, einfach mit einem Warn- oder Getriebeheber von unten gegendrücken. Newtonmeter. ,60 Grad. Zum Schluss noch die Kontermutter bis ranschrauben und mit 65 Newtonmeter festziehen.
Jetzt nur noch das Rad drauf und ab zur Achsvermessung. Die muss man auf jeden Fall machen. Die Drehmomente für die Radbolzen blende ich euch noch ein. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.